In verschiedenen Discord-Channels habe ich es schon erwähnt. Ich kann euch heute Hands-on-Material zur Pico 4 präsentieren. Und nicht irgendwie, ja, ich war bei der Gamescom, ich kann euch das zeigen, sondern ich habe das Ding hier und zwar schon seit einem Monat. Das heißt, ich kann euch eine ganze Menge dazu erzählen. Also bleibt dran. Und damit herzlich willkommen bei Ikuma Games. Ich sehe hier mein Bildschirm in Farbe, ganz genau. RGB Path-Through, das ist das neue Ding bei der Pico 4. Und ihr seht schon, ich habe hier so komische Sticker da drauf. Ja, das ist so, damit ich das nicht vorab leaken kann, ohne dass das jemand möchte. Aber ich habe mich abgesichert, ich darf das Ding so zeigen. Und ich habe im Discord nachgefragt, habt ihr ein paar besondere Fragen zu dem Gerät? Ist leider nicht so viel angekommen. Die Leute sind viel mehr damit beschäftigt zu haten, dass das Ganze kein DisplayPort hat. Oder ja, eben die Bestellung hinzubekommen. Vielleicht ein ungünstiger Zeitpunkt, aber ich habe nicht immer Zeit und ich möchte heute einfach ein bisschen über das Ding und meine Eindrücke sprechen. Ich will vor allen Dingen auf das Gerät hier eingehen und die Controller über Software und Bildeindrücke und so weiter kann ich und darf ich noch nicht so viel sagen, da das Ganze eben noch nicht final ist. Ne? Aber hier die Optik, Formfaktor, daran wird sich nichts mehr ändern und da kann ich euch, glaube ich, einiges zu sagen. Wollt ihr wissen, was technisch hinter der Pico 4 steckt? Guckt euch mein Informationsvideo von vorhin an. Da erkläre ich euch nämlich alles, was da drin steckt für XR2, welche Displays und so weiter und so fort. Das möchte ich in diesem Video jetzt erstmal nicht machen. Hier geht es um das Hands-on, das Gefühl für das ganze Gerät und welche Eindrücke ich generell davon sammeln konnte und von den Controllern. Vielleicht kann ich ein paar Sachen als erstes aus dem Weg räumen. Es gab ein paar ja, Ungereimtheiten, wie das Ganze jetzt nun funktioniert an der einen oder anderen Stelle. Die erste Sache, die mir aufgefallen ist im Internet, ist IPD nur bis 62, also von unten 62. Das ist falsch. Also 62 ist wahrscheinlich empfohlen und man kann das im Gerät einstellen auf unter 62 bis 58 Millimeter. Nur unter 62 in den Einstellungen gibt es dann so einen Warnhinweis, dass es mit der Nase irgendwie ein Problem werden kann. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe keine sonderlich kleine Nase, aber habe ein IPD von 61 und bei mir kommt da nichts gegen. Also für mich ist das absolut bequem, trotz Maske, und das ist bei mir ein Problem, manchmal. Ähm, kein Problem von meiner Seite. Vielleicht hier gerade hängt es ja eher mit dem Rücken an, also wie dick das hier unten ist, wahrscheinlich nicht so das Problem. Aber da kommt halt ein Warnhinweis, da klickt ihr drauf, aber prinzipiell ist das möglich. Zweite Frage, die vielleicht dazu ganz gut passen soll. Sweet Spot. Ähm, Der ist immer subjektiv, aber meiner Meinung nach ist der groß. Also durch die Pancake-Optik, ich kann euch das ja mal hier ein bisschen von näheren zeigen. Ja, ein bisschen schmierig hier. Ne? Ähm, ist das Ganze, ist der Sweet Spot groß und selbst wenn ihr keine Ahnung, ein IPD von 60 habt, sollte das mit 62 auch kein Problem darstellen. Nur wenn eure Nase halt nicht passt, aber da gibt es kein Problem. Das Ganze wird mechanisch, habt ihr bestimmt schon mitbekommen, verstellt. Das heißt, ihr werdet hier nichts verstellen können. Ne, das wird alles motorisch passiert. Das heißt, ihr habt da ein Slider ist es nicht, aber ihr könnt dann hoch und runter schalten mit den Controllern. Und dann könnt ihr in 0,5 Millimeter Schritten, was ich super finde, könnt ihr das IPD einstellen. Und das funktioniert sehr gut. Futuristisch quasi. Dann vielleicht gehen wir einfach mal, ne, wenn ich mit der ersten Frage hier schon dabei war, einfach mal das Ding im Detail durch, weil ich habe ja keine 20 Minuten Hands-on oder so, sondern ich kann hier ganz in Ruhe das ganze Gerät präsentieren. So,
Was mir persönlich immer sehr wichtig ist, was viele meiner Meinung nach unterschätzen, ich kann das nachher mal hier mit den beiden Kandidaten hier vergleichen. Mit der Quest 2 habe ich hier und die Pico Neo 3 Link. Balance. Also, wenn ich das Ding hier in der Mitte halte, seht ihr das? Das Ding ist schon außerordentlich gut ausbalanciert. Also, und so finde ich auch das Ganze bequem. Super geil. Also, das Gewicht habt ihr ja schon mitbekommen. Irgendwas bei 600 Gramm. Kaum schwerer, minimal, als die Quest 2 hier mit Stoffstrap. Also, vielleicht habt ihr, ich habe das hier und da mal gelesen, oh, sieht wuchtiger aus, als man denkt, aber bedenkt, das hier ist nur das Polster. Übrigens auch oh, magnetisch, also hier sind zwar so Pins, aber letzten Endes wird das Ganze hier magnetisch festgehalten. Ja, muss man zwar irgendwie so finden, also ist jetzt nicht so wie bei der Quest, wie bei der Index oder bei der G2, aber dennoch ist das Ganze magnetisch. Finde ich gut. Genau, was wollte ich zeigen? Hoppla, wie dick das Ganze ist. Das ist nix, oder? Das ist das ganze Gerät. Also die Pancake-Linsen machen eine Menge aus. Ja, das ganze Ding hier ist fast so dick wie das Gerät selbst. Und dadurch ist es halt auch relativ bequem. Hier das Material. Was war das denn? So eine Hyper Soft Material. Also es ist schon weich, finde ich. Hinten wiederum ist das PU-Leder so ähnlich wie bei der Pico Neo 3 Link. Und hier hinten ist es nicht ganz so soft. Also es ist schon ein bisschen dicker. Nicht dicker, sondern einfach ein bisschen härter. Und auch nicht sonderlich dick. Unterschiede zur Pico Neo 3 Link. Hinten ist dieses Drehrad hier auch ein bisschen mehr, ja, sag ich mal, verschwunden im Headstrap. Es guckt jetzt nicht so raus wie der Pico Neo 3 Link. Ich zeige die Dinger gleich mal im direkten Vergleich. Na? Was gibt's noch? Hier das ganze Material ist sehr elastisch meiner Meinung nach. Also, wie kann ich das hier zeigen? So. Also, ich habe da jetzt keine Sorgen, dass da was kaputt geht. Sollte man jetzt vielleicht natürlich nicht übertreiben. Aber das ist schon ein elastisches Material. Nose Flap vielleicht für manche Leute interessant. Den kann man hier extra dran machen. Ist so ein ganz, ganz feiner Lappen hier. Kann man auch weglassen, wenn man möchte. Es gibt auch einen Brillenspacer. Der wird auch magnetisch als erstes hier dran befestigt und dann kommt der hier dran. Also auch sehr einfach. Bei der Pico Neo 3 Link war das ja ein hauchdünnes Plastikteil, was quasi sofort kaputt geht. Das fand ich nicht so berauschend. Dann hat man hier oben so einen Topstrap. Nicht mehr diese Gummilasche, also man kann das ganz normal verstellen. Fand ich ja furchtbar bei der Pico Neo 3 Link. Furchtbar. Ich hole sie, glaube ich, mal. So sieht meine Pico Neo 3 Link mittlerweile aus. Modifiziert, wo es ging, mit Gegengewicht und so weiter und so fort, damit das Ganze auch ausbalanciert ist. Ne? Habt ihr vielleicht in meinem anderen Video gesehen, finde ich essentiell. Und so ausbalanciert wird es halt nur mit einem Stück Gegengewicht. Dadurch ist es massiv schwerer. Ne? Ich habe ja auch Kopfhörer dran und so weiter. Mache ich vielleicht auch noch ein Video zu. Und natürlich brauche ich da auch das
Endline Mod Mic, damit ich vernünftige Soundqualität habe. Habe ich auch noch nicht so lange. Werde ich auch noch ein bisschen mit rumexperimentieren. Jedenfalls braucht ihr das nicht mehr, so Sachen, denn der Sound, hier sind so, wo kann man das am besten sehen? Hier hinten, sieht man das? So, da. So, hier. Da sind so Lautsprecher und ich glaube auch hier diese Löcher hier sorgen für den Sound und der ist meiner Meinung nach wirklich gut. Also in einem Standalone-Gerät waren die halt immer okay bis scheiße. Also Quest 2 fand ich in Ordnung, konnte man benutzen. Die Pico Neo 3 Link Lautsprecher fand ich nicht so gut bis scheiße. Aber die hier sind wirklich, wirklich gut. Wenn man was Negatives zu denen sagen wollen würde, die sind laut. Also, das, selbst wenn die relativ leise eingestellt sind, nicht, dass es euch wehtut oder so, aber eure Umgebung bekommt das mit. Das empfand ich bei der Quest 2 nicht so. Da hatte man das Gefühl, krass, man versteht relativ gut, aber die Leute um einen rum verstehen nichts. Aber da möchte man dann vielleicht doch Kopfhörer benutzen. Apropos Kopfhörer. Ihr habt nur einen einzigen Anschluss hier. USB-C. Kein DisplayPort, das haben wir schon längst geklärt. Ich möchte da auch gar nicht so stark drauf eingehen. Leute, wenn ihr ein Headset mit DisplayPort haben wollt, ich war auch erst enttäuscht, bin ich ehrlich. Aber beruhigt euch, wartet auf das nächste Headset, was auch immer. Kauft euch das nicht oder kauft es euch halt doch. Aber come on, lasst gut sein. So, irgendwann ist auch gut. Also manchmal nimmt der Hype-Train, geht er über in den Hate-Train und das muss echt nicht sein. Genug dazu. Kein Klinkenadapter ist für viele natürlich auch ein Problem. Braucht ihr so nicht, aber wenn ihr euch isolieren wollt, könnt ihr das tun mit einem USB-C-Adapter. Hier habe ich so einen mit, na gut, ich sollte, scheiß Webcam, naja. Ihr habt ja auf jeden Fall einen Klinkenanschluss und einen weiteren USB-C-Adapter. Aber wenn euch USB-C, also wenn ihr das Ding nicht nebenbei laden wollt, gibt es halt auch einen einfachen USB zu Klinke. Damit könnt ihr ganz normal arbeiten. Zum Beispiel hier machen wir den an den USB-C-Port rein. Und dann könntet ihr, hier, das ist so ein breiterer, es gibt die aber auch vereinzelt, der leuchtet so schön, könnt ihr den hier einfach mit doppelseitigem Klebeband festmachen. Und dann habt ihr da eigentlich kein Problem mehr. Dann zum Beispiel habe ich hier für meine Kopfhörer, also wenn ihr welche habt, wo man Klinke direkt anschließen kann, ein kurzes Kabel und dann könntet ihr das hier einfach anschließen und direkt hier auf eurem Kopf nutzen mit Kopfhörern. Und dann nebenbei laden oder mit einer Powerbank versorgen, wie auch immer. Also ist das kein riesiges Problem. Es funktioniert schon. Das einzige Problem dabei ist dann natürlich, aber da komme ich zur nächsten Frage, Streaming. PC, VR. Jupp. Das wird funktionieren. Und zwar nicht nur wireless, sondern auch mit dem Kabel. Ich kann das nicht hundertprozentig verifizieren. Ich kann nur sagen, mit dem Testgerät habe ich das am PC per Kabel genutzt. Und das funktioniert dann mit einem Adapter nicht mehr, weil dann die Bandbreite nicht mehr in der Form durchgeht. Das ist leider so. Aber wenn ihr das Ganze im Standalone-Modus nutzt oder wenn euch die Kopfhörer reichen und die sind, wie gesagt, wirklich gut, dann geht das auch. Ja, dann wurde ich auch noch mehrfach gefragt, wie ist denn die Qualität im Wireless Streaming? Und ja, Leute, also ihr müsst dadurch erstmal selber durch die Linse schauen. Ich kann euch nur sagen, das Bild ist gut. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es so gut ist, wie die Auflösung hoch ist. Da ist, glaube ich, einfach der limitierende Faktor der XL2-Chip. 2160 x 2160 Pixel pro Auge, das wird, glaube ich, nativ nicht erreicht. Zumindest nicht bei 90 Hertz. Aber das kann natürlich noch kommen und das hängt auch von den Spielen ab. Das ist dann eben so eine Sache. Aber das Bild müsst ihr erstmal kennen, um dann beurteilen zu können, ob Wireless Streaming da einen Nachteil bringt. Und rein technisch, natürlich wird es nicht so aussehen wie nativ.
Das solltet ihr wissen. Also viele Leute fragen dann so, ob die irgendwie so ein Wunder erreichen wollen, aber nein. Selbst mit dem PC-Dongle, der erreicht wird, werde ich persönlich keine Wunder erwarten. Ich habe den noch nicht ausprobiert, aber ich kenne Quest 2 Wireless Streaming, ich kenne Pico Neo 3 Link Wireless Streaming und ja, es ist halt Wireless Streaming, ihr werdet Kompression haben. Kompression wird weniger sein mit dem Kabel, nehme ich an, weil das bei der Quest 2 auch so war, aber es wird kein kompressionsfreies Bild geben. Es könnte besser sein, weil das Bild ein schönes ist bei der Pico 4, aber es wird kein DisplayPort-natives Bild sein. Das könnt ihr einfach leider vergessen. Aber es ist auch nicht so schlimm, außer ihr wolltet natürlich die eierlegende Wollmilchsau. Dann werdet ihr vielleicht enttäuscht sein. Aber für den Preis bleibt es ein super Headset. Vor allem, wenn man es damit vergleicht, was die Quest 2 bietet. So, hier da oben, Quest 2. Also die Pico 4 ist quasi der direkte Kompetitor zu diesem Headset. Und da schlägt es meiner Meinung nach fast in allen Belängen. Aber das ist nur ein Hands-on, das ist kein finales Review. Ich bekomme das Gerät in ein paar Wochen zugeschickt, also das finale Produkt. Und dann kann ich euch noch mehr zu dem Ganzen sagen. Ja, dann war hier noch eine Frage vom Marco von UVR Tech. Wie sind die Innenmaße für die Brille? Das kann ich ja mal messen. Und hier ist natürlich so eine leichte Brillenaussparung. Und ich beziehe mich einfach mal von hier nach hier, also von der Ecke zu Ecke da. Und ich habe hier 14 cm. 14,5, ich meine, das Zeug ist ja weich. Das kann man auf jeden Fall super nach außen drücken, damit dann noch was anderes durchpasst. Das ist quasi von außen gesehen. Ich gucke jetzt mal hier direkt dran. Und hier hat man ja 13,5. Wo habe ich denn meine Brille? Es gibt übrigens jetzt quasi schon zu kaufen VR-Optiker-Linsen für die Pico 4, quasi schon vor Release. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe hier, meine Brille hat 3,5, ne, eigentlich 14, wenn man hier die Ecken nimmt. Aber ich habe sie sowohl mit Brille als auch ohne benutzt. Und auch ohne Brillenspacer übrigens ist das hier gar kein Problem. Also die passt hier super durch. Gar kein Problem. Und ich glaube, auch etwas größere Brillengläser, das wird kein Problem sein. Ja, dann habe ich hier auch noch Fragen, oft im Vergleich zur G2. Das ist nicht vergleichbar, Leute. Also das ist kein natives PC-VR-Headset. Ihr könnt das nicht mit der G2 vergleichen. Ihr könnt es mit der für G2 vergleichen in allen möglichen Belangen. Mehr FOV. Für mich persönlich deutlich mehr FOV, muss ich sagen, zur Quest 2 oder eben zur Pico Neo 3 Link, aber auch zur G2. Deutlich besseres FOV. Also meine Augen sind viel entspannter, weil ich mich einfach hier umgucken kann. Und, aber ihr könnt das Bild nicht vergleichen. Also final würde ich gerne mehr dazu sagen, wie das Kabelstreaming ist, weil ich schließe das Headset nicht aus, um es als Kabelstreaming zu nutzen. Das hatte ich mit der Quest 2 auch vor. Und da haben mich die Kompression tatsächlich nicht so stark gestört wie mit Wireless. Aber das war nicht so stabil, wie ich mir das immer gewünscht habe. Und die Oculus Software hat einem da auch immer einen Streich gespielt. Also Oculus native Spiele gingen immer ganz gut, aber Steam VR, also da hat meine Grafikkarte einfach nicht mitgemacht. Zumindest die Pico Neo 3 Link hat da immer weniger Stress gemacht und die Pico 4 ist da, glaube ich, ähnlich. Also das läuft einfach ein bisschen ruhiger, weil die Oculus Software, glaube ich, viel einfach im Hintergrund mitwirken möchte. Keine Frage per se, aber
Virtual Desktop hat gerade quasi gestern, ihr habt es vielleicht im MRTV Livestream gesehen, angekündigt, dass Virtual Desktop für die Pico rauskommen wird. Also es wird quasi an Pico übergeben und die müssen es nur noch in den Store bringen. Jetzt kommt eine Breaking News von New VR Tech, dass das Ganze ohne Revive funktionieren soll. Also ihr könnt Oculus-Spiele mit Virtual Desktop dann ohne Revive, also diese extra Plattform, die Oculus-Spiele für PC VR oder Steam VR-Brillen nutzbar machen kann. Jetzt habe ich meinen Satz komplett durcheinander gebracht. Jedenfalls könnt ihr das dann nutzen. Also Oculus-Spiele auf der Pico über Virtual Desktop ohne großes Schnickschnack. Ist das nicht eine coole Sache? Gute Frage, MadVape. MadVape hat mir gerade bei Discord noch eine Frage reingeschoben. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Die Pico Neo 4 3 Link hatte ein Problem, zumindest bei manchen Usern, nämlich das Gesichtspolster. Ich habe dazu mal ein Bild gemacht, vielleicht blende ich das hier so ein, der das beschreibt, damit ich das, so ist vielleicht besser, damit ich das Headset bequem tragen kann. Deswegen habe ich ja diese ganze Modifikation hier gemacht. Muss ich das Polster in meine Stirn drücken. Ich habe hier eine markante Stirn und dieses Polster hier oben ist ein bisschen, ja, wie soll man das beschreiben? Geht ein bisschen mehr Richtung Stirn und unten ist es halt weniger. Woran auch immer das liegt, an dem chinesischen Markt oder nicht, sei dahingestellt. Hier muss ich das Ganze tilten, so ein bisschen in die Richtung, damit ich den Sweet Spot habe, damit ich scharf sehe. So, das habe ich jetzt gelöst, indem ich einfach mit diesem ganzen Strap hier das nicht so in mein Gesicht pressen muss, damit es hier aufliegt. Wisst ihr, was ich meine? Das wurde gelöst, beziehungsweise sie haben es einfach anders gemacht. Dieses Strap hier ist jetzt auf jeden Fall besser angepasst an den EU-Markt. Man sieht es vielleicht sogar ein wenig, dass der Bereich hier quasi parallel zu diesem hier liegt, dass wir europäischen Menschen das Ding bequem haben. Kann natürlich trotzdem total individuell sein. Mir persönlich passt es dadurch jetzt viel, viel besser als die Pico Neo 3 Link. Danke, Melli. Ich glaube, dann kann ich auch schon zu den Controllern kommen, weil die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das sind sie. Die Pico 4 Controller. Und ich muss schon sagen, ich mag die echt gerne. Ich mag die echt gerne. Die sind super samtig, super ergonomisch geformt. Und mir persönlich passen sie echt gut. Sind, glaube ich, ein bisschen kürzer als die Neo 3 Link, aber die sind auch echt lang gewesen. So ein bisschen wie die Touch-Controller. Ich kann die einfach mal daneben halten. Hier Oculus Touch Controller. Und das sind die Link Controller. Ja, eigentlich fast genauso lang, ne? Eigentlich sind die sich relativ ähnlich, bis auf halt eben hier diese riesige schwarze Ring. Also ich meine jetzt nicht den Ring, sondern hier in der Mitte, die schwarze Fläche, die ist echt groß. Die ist hier ein bisschen kleiner und auch einfach hier nach außen hin abgerundet. Ja, also fühlt sich echt gut an. Die Controller werden mit 2 Batterien ausgestattet, also echt klein. Und trotzdem sind 2 Batterien hier, nämlich in so einem interessanten Mechanismus. Jetzt müsst ihr hier so runterdrücken und dann öffnet sich ein Slider und ihr habt hier die Batterien drin. Eigentlich ein ganz cooles System, finde ich. Und dann wird es hier einfach wieder reingesteckt und der Controller ist wieder an. Wir haben hier Grip-Button. Wir haben den Trigger. Sieht eigentlich fast genauso aus wie bei der Quest 2. Aber die Button sind schon anders. Ne? Farbe, der Stick ist auch komplett anders. Ein bisschen größer. Also das ist hier so ein winziger Xbox 360 Stick mit so einer rauen Kante.
Die hier sind schon ein bisschen dicker. 1 Millimeter vielleicht, aber fühlt sich gut an. So Silikon, gummiartig, ganz weich. Knöpfe fühlen sich gut an, lassen sich gut drücken. Kein Vergleich zu G2, auf gar keinen Fall. Dann haben wir noch hier den eine Pico-Taste und hier ist eine Menü-Taste, also diese Hamburger-Taste nennen das manche. Und hier so eine Art Share-Button, ein Fotoapparat. Diese Straps hier werden nicht irgendwie in den Batterieschacht eingehängt, sondern den macht ihr einfach hier unten dran quasi, also indem ihr das da so reinknotet. Ihr wisst schon, was ich meine. Kann man ja auch drüber sprechen. Hier hochwertig. Das rutscht nicht so von alleine weg. Bei der G2 fand ich das ja furchtbar. Und auch hier bei der Quest 2 ist das jetzt auch nichts Besonderes. Muss nichts Besonderes sein, aber kann man ja mal erwähnen. Wenn ihr jetzt einen Shooter spielt, ist es natürlich interessant, wie das Ganze hier sich bewegt. Ich gucke mal, dass ihr das sehen könnt. Mal gucken. So, wenn ich jetzt hier eine Pistole halte, nachladen, fast als hätten sie es so gewollt, gedacht, die kommen nicht aneinander. Also gerade wenn man die so 90 Grad aneinander hält, kommen die nicht zueinander. Das ist echt gut. Also hier nachladen, gar kein Problem. Man nimmt unten was ab, oben hier diese easy. Oder Pistole halten und unten dran, kein Problem. Was gibt es da noch? Also auf jeden Fall gut gemacht. Also man kommt nicht, die sind einfach gut platziert, diese Ringe. Das muss man ehrlich sagen. Also da haben sie sich genauso Gedanken gemacht wie bei der PlayStation VR 2. Aber irgendwie wirken die nicht so klobig. Manche hatten Bedenken wegen der Uhr. Ich weiß nicht, wenn man die so unter eine Uhr trägt und dann hier in sich rein. Aber ist mir realistischerweise nie passiert. Eigentlich, ne. Da muss man sich schon echt krümmen. Und ich glaube, das macht niemand. Capacitive Touch wurde ich gefragt. Nirgendwo steht was davon. Nirgends. Aber ich habe mal ein Spiel gespielt. Was war das? Ich glaube, dieses Tischtennisspiel, dieses Ping-Pong-Spiel. Und da habe ich aus Versehen mal irgend so einen Debug-Modus geöffnet. Also vom Spiel, jetzt nicht vom Headset oder so. Das sind jetzt keine komischen Leaks. Aber wenn ich hier drauf drücke, also nicht drücke, sondern einfach nur gegenhalte, so ein bisschen berühre, dann stand da Touch Sensor Activated. Also hat zumindest der Stick hier Capacitive Touch. Ich habe es jetzt nicht im Detail ausprobiert, aber ja, to be confirmed. Keine Ahnung. Das ist schon merkwürdig, aber könnte sein, dass die Capacitive Touch haben. Steht halt nur nirgends. Ich freue mich natürlich, den Gunstock zu benutzen mit den, ich wollte jetzt sagen DualSense Controller, mit den Pico 4 Controllern. Ich habe hier noch die Neo 3 Link im Gunstock Cup und wollte aber mal direkt den Vergleich zeigen. Ich habe eben die Quest vorgehalten, aber hier der Unterschied zwischen den beiden. Ja, man sieht natürlich die Oberfläche nicht, aber der Neo 3 Link Controller ist ja schon in Dimensionen sehr viel länger, auch breiter insgesamt. Aber auch die Grifffläche ist eigentlich fast gleich, oder? Also wenn man jetzt hier die Joysticks so in eine Position bringt, ist der vielleicht ein paar Millimeter länger. Aber Bildquality habe ich vielleicht gar nicht so hervorgehoben, ist ausgezeichnet. Also da ist keine Kante irgendwie grob oder so. Alles super fein und geschmeidig, auch beim Headset. Kann ich nichts zu bemäkeln. Also wo alle Headsets immer ein bisschen wie ein Kinderspielzeug wirken, wirkt das Ganze hier wirklich herausragend. Wie gesagt, selbst
wenn man die Quest 2 hier nimmt und sagt, boah, das war aber ein krasses Preis-Leistungs-Verhältnis, wirkt es dennoch irgendwie wie ein Kinderspielzeug. Und das hier, wenn man jetzt die Sticker sich wegdenkt, also das finale Design ist natürlich viel, viel hübscher. Mir gehen die Dinger echt auf die Nerven hier. Aber so ist das halt. Das Ding wirkt wie ein professionelles kleines Gerät. Meine persönliche Meinung. Das war also mein Pico 4 Hands-on exklusiv in Deutschland. Nein, natürlich nicht, aber ich hatte das Headset jetzt über einen Monat als Tester und ich glaube, ich kann euch sehr viele Eindrücke vermitteln. Ich kann euch noch mehr zu dem Headset sagen, wenn das dann final rauskommt, beziehungsweise ich das finale Gerät in den Händen halte. Jetzt kann natürlich ein bisschen an der Oberfläche kratzen, aber ich habe eine Menge noch zu sagen. Also ähm, ich habe viele Fragen versucht aus der Community zu ergattern, aber ich glaube, das war ein falscher Zeitpunkt. Gerade war Bestellprozess und die Community hatte keine Lust auf Fragen oder weiß genug über das Headset, was auch immer. Ich habe aber auch natürlich einfach nicht so eine große Reichweite, aber das lässt sich doch ändern, indem ihr mir einfach auf meinem Kanal folgt. Für mehr solche Videos zur Pico 4 und vielen anderen Headsets. Ich werde auf jeden Fall nicht nur bei Pico bleiben und auch nur, weil ich jetzt den fehlenden DisplayPort verteidige, heißt das nicht, dass ich auch verdammt nochmal Bock auf ein natives PCVR-Bild haben will. Ich habe auf jeden Fall Bock, weiter PCVR zu machen und auch andere Geräte zu testen. Ich bleibe jetzt nicht Pico exklusiv, obwohl ich jetzt dazu sagen muss, ich habe die Quest 2 da noch zwar, aber ja, ich will kein finales Review geben, aber ich nutze gerade gerne die Pico 4, aber privat nutze ich natürlich weiterhin die Pico Neo 3 Link am PC. Von daher, für mehr solche Videos abonniert diesen verdammten Kanal, damit ich auch mal mehr Fragen in so einem Q&A bekomme. Verdammt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.